Herzlich willkommen Wassermann auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im August 2025 erwartet. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und deinen Aszendent. Los geht's für Wassermann bitte. Was kommt auf Wassermann im August 2025 zu? Die 21. große Arkana, die Welt, und hier habe ich das Ass der Kelche und im Unterdeck, na schau Wassermann, die 10 der Münzen. Also Wassermann, das was auf dich zukommt, ist, dass eine lange Phase endet, wo es dir vielleicht nicht gut ging oder wo du dir gedacht hast, na geht das nicht besser, oder vielleicht auch gezweifelt hast. Also es war jetzt nicht unbedingt sehr schlecht, aber es war jetzt auch nicht, wo du sagst, na, so soll mein Leben sein. Also dieses, ja, übermäßige, also die 10 der Kelche waren es jetzt nicht. Und es kommt hier einfach mit der Welt eine neue Phase auf dich zu, eine bessere Phase mit der Welt. Das ist doch die letzte große Arkana und die steht eben auch für einen Abschluss. Und hier mit dem Ass der Kelche, hier kommt eine Chance auf einen Neubeginn. Das ist meistens in der Liebe, beziehungsweise bin ich bei der Liebe noch gar nicht. Aber hier mit dem Ass ist es einfach so, dass du eine Chance bekommst, die dich einfach glücklich macht. Wir fangen ja an, bei den Kelchen zum Beispiel, mit dem Ass der Kelche. Das ist die Chance, die dir von oben gereicht wird. Ob du die annimmst oder nicht, das obliegt natürlich dir. Aber du hast natürlich hier die Chance auf deine 10 der Kelche. Und das ist eben die emotionale Wunscherfüllung. Das ist, wo ich sage dann, mir geht's so gut, glücklicher könnte ich nicht sein oder ich bin einfach eben erfüllt. Und hier eben auch mit den 10 der Münzen. Hier geht es um Wohlstand, hier geht es um Fülle. Also es ist möglich, dass du lange Zeit auf etwas hinzugearbeitet hast. Und jetzt ab August wird das Früchte tragen. Hier mit der 10, das ist das Maximum in Tarot. Und die 10 der Münzen, das ist wirklich Familie, Kinder, Wohlstand, also Haus, Auto, was weiß ich. Also wirklich so materiell erfüllt, dass du eben auch emotional erfüllt bist. Ich kann das Materielle nicht mit den Emotionen trennen, weil wenn ich genug Geld am Konto habe, beziehungsweise wenn ich genug Geld zur Verfügung habe, um mir Reisen leisten zu können, ein Auto zu fahren oder eine schöne Wohnung oder ein Haus, ohne dass du darüber nachdenkst, wie kann ich das bezahlen, dann erfüllt dich das ja auch emotional. Und hier sehe ich aber auch mit der Welt, du hast ja hier das Ende, du hast hier wieder den Anfang oder die Chance auf den Anfang, aber mit der Welt kriege ich auch rein, dass das für manche auch eine Art Prüfung ist, dass du dir das manifestiert hast. Warum? Weil du hast ja hier die 2 Stäbe, ja, und dieser Stab ist für mich auch ein Hinweis auf die erste große Arkana und das ist der Magier und das ist eben die Anbindung nach oben. Beim Magier geht es auch unter anderem darum, dass man etwas manifestiert und ich habe das Gefühl, dass nicht jeder, aber manche einfach Reichtum oder ein tolles Familienleben manifestiert haben. Und bevor etwas, und das ist vollkommen egal, worauf du schaust, wenn du dir etwas manifestierst oder dir einfach wünschst, dann heißt das nicht, dass das in der Form zu dir kommt, wie du dir das erhoffst, sondern es ist zum Beispiel hier, nehmen wir das Geld, wenn du dir Geld wünschst, ja, dann ist es meistens so, dass bevor das Geld zu dir kommt, du noch einer Prüfung unterzogen wirst und das kann einfach so aussehen, dass dann viele Rechnungen plötzlich kommen, wo du dir denkst, wie soll ich die zahlen oder so. Und das ist einfach so, wenn du dir, wie gesagt, eben Geld manifestierst, bevor Geld zu dir kommt, dann musst du vorher Geld ausgeben. Das ist immer so, das ist, keine Ahnung, ein Gesetz im Universum, weil man schauen möchte, wie wirst du dann umgehen, wenn du mehr Geld hast oder wenn du vielleicht Millionär bist, übertrieben gesagt, ja. Weil ein Millionär muss ja auch schauen, na, wie kann ich die Rechnungen jetzt zahlen? Der hat ja eine andere Einstellung. Und so ist es eben auch hier. Also wenn du dir Familie gewünscht hast oder eben einen neuen Job, hier kann noch eine kleine Hürde kommen, aber das ist wie gesagt eben eine Prüfung, ob du deine Lernaufgaben gemacht hast. Und auch beim Geld kannst du loslassen, ja, oder hältst du da am Geld fest? Geld ist Energie, Geld muss fließen und dann kommt es wieder zu dir. Also Geld muss man ausgeben und da meine ich jetzt nicht, dass du Schulden machen sollst oder so, sondern weise investieren,
damit das Geld fließen kann und dann kommt es wieder zu dir. So, ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug erklärt, aber der Tenor ist halt einfach, bevor etwas auf dich zukommt, was du dir gewünscht hast, wirst du vor einer Prüfung unterzogen, ob du überhaupt damit umgehen kannst. Aber liebestechnisch, ja, ich habe es ja schon gesagt, das Ass der Kelche ist auch eine Chance auf eine neue Liebe. Ich schaue dann ohnehin, vielleicht kommt ja noch eine Personenkarte, aber du hast hier ab August einfach eine Chance in der Liebe. Ich nehme hier schon wahr, dass das mit einem neuen Menschen sein kann. Also ich habe da jetzt nicht zwingend das Gefühl, dass da ein Ex, eine Ex irgendwie eine Rolle spielt. Ich habe hier eher das Gefühl, dass du mit der Welt eine negative Phase in der Liebe abschließt, vielleicht auch Herzschmerz oder so, und dass du jetzt endlich bereit bist für etwas Neues, wo du dir auch vorstellen kannst, beziehungsweise wo du sagst, mich interessiert dieses ganze Larifare-mäßige nicht mehr, ich möchte etwas mit Hand und Fuß, ich möchte jemanden, der wirklich zu mir steht, der sich auch mehr mit mir vorstellen kann und für den ich nicht eine Option bin, sondern wirklich jemand, der mich wählt und das jeden Tag und der auch für mich einsteht und mit dem ich halt durch dick und dünn gehen kann. So wie es eigentlich sein sollte, aber auch in der heutigen Zeit sehr schwierig ist. So, wie geht's weiter für Wassermann bitte? Oi. So, die geben wir wieder retour. Die linken sind rausgefallen, wie viele Karten sind? Ah, gut, 3. Aber schau her, da haben wir gleich den Magier. Du siehst, hier ist ja die Anbindung nach oben und auch hier das Unendlichkeitszeichen. Also, es geht hier wirklich auch für manche um eine Manifestation, aber nicht für alle. So, bitte jetzt nicht 1000 Karten, sondern nein, nur 10. Okay. Eine Karte für Wassermann, bitte. Aber es ist eine unruhige, Verzeihung, Energie. So, danke. Hier haben wir den Pagen der Münzen. Also hier auch in Anlehnung. Wenn du hier auf den Beruf, auf die Finanzen, generell auf dein Privatleben schaust, hier kommt ein Angebot, du arbeitest an etwas, was vielleicht klein beginnt. Wir sind hier beim Pagen, aber wenn du hier wirklich kontinuierlich weitergehst, wenn du das Ganze verfolgst und auch geduldig bist, ich weiß, das ist schwierig, aber wenn du dieses Ziel vor Augen hast und einfach daran arbeitest, dann kann das etwas Großes werden, dann wird das wirklich zu den 10 der Münzen führen und hier kann es für manche auch sein, dass sie unerwartet ein Angebot bekommen, das sie eben erfreut. Das kann ein Zuwachs im Finanziellen sein oder eben beruflich, dass jemand sagt, hey Wassermann, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, du kannst ja das und das gut, das würde ich gebrauchen, du hast ja die Expertise und ich kann mir niemand anderen vorstellen, der mir da helfen kann. Oder hier kommt einfach jemand auf dich zu, der dich unterstützt. Dennoch, wie gesagt, hier ist es wirklich wichtig, einerseits das Vertrauen und den Glauben zu haben, dass das etwas Gutes ist und auch wirklich im Einklang mit dir selbst bist, aber auch hier wirklich vorangehen und hier, du siehst ja, wie der Mann auf die Münze schaut, eben dieses Ziel vor Augen zu haben. Und hier beim Pagen der Münzen geht es auch sehr stark um deinen Selbstwert, also dass du nichts annimmst, was du eigentlich nicht möchtest, was du dann vielleicht aus falschen Gründen annehmen würdest. Und bis 8. August, glaube ich, sind wir ja auch noch beim rückläufigen Merkur, also da musst du ohnehin aufpassen. Aber hier eben, dass du genau das machst, was du möchtest, das machst, was aus deinem Herzen kommt, also deinem Herzen folgst und nicht das große Geld vielleicht siehst und deswegen zusagst, sondern dich fragst, was möchte ich wirklich, und dass du nichts eingehst, was nicht deinem Wesen entspricht. Und liebestechnisch, ja, hier kommt einfach ein Angebot, das ist ein ernst gemeintes Angebot. Mit den Pagen ist es was Kleines, also das kann jetzt einfach nur eine Nachricht sein. Das ist so dieses kleine Kennenlernen, vielleicht siehst du, auch mit der Welt spielt das Internet eine große Rolle, also vielleicht lernst du diese Frau oder diesen Mann im Internet kennen. Und das ist halt einmal etwas Kleines, bis man sich dann eben auch sieht. Und hier geht es aber auch darum, dieser Mann hat ein ehrliches Interesse an dir und das merkst du ja ohnehin. Wie verhält sich jemand dir gegenüber? Stellt er Fragen? Sind das nur so 0815 Fragen? Möchte sich der auch mit dir treffen? Will der nur Bilder austauschen oder so? Oder ist er wirklich auch bereit, mit dir zu telefonieren? Zeigt er Interesse? Gibt er auch von sich etwas preis? Oder kommen da gleich so anzügliche Bemerkungen? Schick mir Fotos, nein, Bikini oder so. Also das kannst du dann vergessen, weil der ist dann kein Page der Münzen, sondern der ist dann etwas anderes.
Wassermann, was wir nicht brauchen. So, also, sind auf jeden Fall gute Karten und ich möchte noch einen Impuls für Wassermann, bitte. So, also, die 10 der Kelche, die nehme ich jetzt, weil die ist da gleich rausgeschossen. Wie nichts, und ich habe dir vorhin schon gesagt, das sind unruhige Energien. So, im Unterdeck habe ich den König der Münzen und die werde ich jetzt da wieder rauflegen. Und wir haben schon wieder den Magier. Okay, also es geht hier wirklich einerseits um die Willenskraft und auf der anderen Seite um einen Wunsch von dir, den du vielleicht schon seit längerer Zeit hast. Ich habe hier die 10 der Kelche, vorhin hatten wir die 10 der Münzen. Und die 10, das ist eben auch dieser Abschluss. Ich habe auch mit der Welt einen Abschluss. Also, es geht hier nicht zwingend im August, aber ab August. Es ist ja eine große Arkana und eine große Arkana ist einfach vom Zeitraum her länger. Und das geschieht einfach von außen, also da spielt das Universum eine große Rolle. Und du wirst ja eine Phase, wo du viel gelernt hast, abschließen. Und ich nehme hier sehr stark wahr, dass du insofern gelernt hast, weil du vielleicht draufgekommen bist, wer steht wirklich zu dir, was funktioniert nicht mehr in deinem Leben, beruflich, privat, vielleicht auch finanziell, was tut dir nicht mehr gut, welche Verhaltensmuster hast du an den Tag gelegt, mit denen du dir eigentlich geschadet hast und du hast es nicht gesehen. Und das nehme ich eher so wahr. Und dadurch, dass du das eben anerkannt hast, beziehungsweise dir das angesehen hast, kann dieser Abschluss jetzt stattfinden und du kannst auf zu neuen Ufern gehen. Und du hast hier, wie gesagt, die Chance. Und mit den 10 der Kelchen, wie ich es vorhin eben schon gesagt habe, man kann das Materielle nicht mit den Emotionalen trennen. Du wirst hier sehr viel Freude haben, einerseits beruflich und finanziell, weil du dir vielleicht etwas aufbaust oder weil das, woran du arbeitest, oder vielleicht, wo du dich beworben hast, in Erfüllung gehen kann. Und ich habe mit den Münzen, einerseits vorhin mit den 10er Münzen, hier mit dem Page und hier mit dem König der Münzen, das ist Stabilität. Das ist eine gute Basis, wo man wirklich aufbauen kann. Und die Münzen, das sind eine ehrliche, zwar langsame Energie, aber dafür etwas wirklich Langfristiges. Also das bleibt dir auch. Wenn du 3 der Münzen hast, dann bleibst du bei den 3 der Münzen und das nächste ist halt die 4 der Münzen, aber du gehst nicht mehr zurück zu den 2 der Münzen. So wie es halt bei den Kelchen zum Beispiel sein kann. Wenn du sagst, du bist jetzt bei den 10 der Kelchen, kannst du morgen aber wieder bei den 9 der Kelchen sein. Ja? Und das hast du bei den Münzen eben nicht. Und bevor es jetzt komplizierter wird, ich habe hier einerseits ein Erdelement, das heißt Jungfrau, Steinbock oder Stier. Ich nehme das aber bei dir im Beruflichen eher so wahr, dass du dich sehr gut um deine Finanzen kümmerst, auch um deinen Beruf, dass du jetzt gewisse Dinge einfach angehst und sagst, ich möchte das so nicht oder ich möchte hier nicht mehr bleiben, beziehungsweise die Bedingungen im Unternehmen sind nicht die besten und da möchte ich einfach etwas ändern. Das hat eben auch mit deinem Selbstwert zu tun, weil ein König der Münzen, der möchte sich etwas aufbauen, der steht finanziell sehr gut da, der liebt den Genuss. Hier geht es eben auch darum, dass du mehr auf dein nicht Äußeres schauen möchtest, aber eben mehr auf dein Inneres. Wie schaut es bei dir zu Hause aus? Welches Auto fährst du jetzt? Also jetzt für die Männer, die mir zuschauen, aber dein ganzes Drumherum. Weil du siehst ja auch hier, wie prunkvoll das Ganze ist, ja, und wie bescheiden zum Beispiel du jetzt dargestellt wirst als König der Schwerter. Du hast ja da eigentlich nicht viel, außer deinen Thron. Und beim König der Münzen, der hat eben die Finanzen. So, siehst du, bei dir ist ja da nicht viel in der Umgebung und da ist ja alles prunkvoll. Also du, ja, so eine Art Upgrade irgendwie, dass du da sagst, okay, das gönne ich mir jetzt, weil das bin ich mir wert. So, und zum Abschluss, liebestechnisch, ja, hier kann ein König der Münzen auf dich zukommen, Wassermann. Wie vorhin gesagt, kann ein Erdelement sein, kann, muss aber nicht. Aber das ist auf jeden Fall jemand, der sich etwas aufgebaut hat. Der kann auch selbstständig bzw. ein Unternehmer sein. Und der wird dich hier auch ein wenig verwöhnen. Der wird mit dir essen gehen, dir auch ein wenig die Welt zeigen. Und ja, so eine Art Sugar Daddy sein. Aber nicht, weil er dich kaufen möchte. Ich muss das jetzt wirklich sagen, sondern einfach, weil er deinen Wert erkennt, Wassermann, und weil er weiß, dass das mit dir ein Geben und ein Nehmen ist. Und das Ganze kann dich hier auch glücklich machen. Wie gesagt, wenn du diese Chance ergreifst, vielleicht für den einen oder anderen kann die Vergangenheit eine große Rolle spielen, vielleicht kommt da jemand zurück, aber für die meisten habe ich hier wirklich jemanden, den sie neu kennenlernen
oder mit dem sie halt jetzt zumindest in einer Kennenlernphase sind und wo sich das Ganze positiv entwickeln kann, wenn du dem Ganzen eine Chance gibst. Aber wie zu Beginn schon gesagt, bitte schau dir an, wie verhält sich der, weil ein König der Münzen, da merkst du, der hat ein ehrliches Interesse an dir und der spielt keine Spielchen, der mag auch keine One-Night-Stands, Seitensprünge oder eben auch diese Freundschaft plus, die ja in Wirklichkeit keine Freundschaft plus ist, aber dass du hier einfach Acht gibst, wie verhält sich diese Frau oder dieser Mann dir gegenüber. Also, in diesem Sinne, Wassermann, bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.